From void we shape the board divine. Our mortals rise, mere pawns to bind. Stell dir vor, du bist ein Gott und spielst mit anderen Göttern auf einem sich selbst simulierenden Brettspiel in bester Populus-Manier eine Simulation des Lebens der Menschheit in der Bronzezeit. Dabei beeinflusst du die dort lebenden kleinen Stämme und führst sie durch den Glauben an dich, durch ein ganzes Zeitalter, in dem du am Ende, um zu gewinnen, die Weltherrschaft erlangen musst und damit die anderen Götter besiegst. Das ist im Groben die Ausgangssituation in Demiurgos, welches so anders und spannend klingt, dass hier jeder geneigte Strategiespieler zumindest mal einen Blick riskieren sollte. We hold, we quake the earth, hurl stars to smite, raise peaks to pierce the vaulted night. The board now hums with godly strife, our cities shine with sacred life. Bevor wir loslegen, ganz kurz passende Werbung für die Strategieexperten unter euch. Denn bei meinem Partner Instant Gaming bekommt ihr die Deluxe Edition von Humankind für 8,20 € und damit, Achtung jetzt kommt's, lächerliche 90 € günstiger als über Steam direkt. Das ist mal ein Wort, oder? Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Die Grundidee hinter Demiurgos ist nicht ganz neu, sondern stammt im Grunde vom ehemaligen Kultentwickler Peter Molyneux, der mit Populus bereits 1989 einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgte und euch als Gott passiv auf ein Volk einwirken ließ, um das andere Volk, welches von einem anderen Gott kontrolliert wurde, zu zerstören. Populus war recht erfolgreich und brachte so auch noch 2 Nachfolgetitel hervor, ehe Molyneux später mit neuem Studio Lionhead den Grundgedanken mit den beiden Black-and-White-Spielen Anfang der 2000er Jahre zu Ende brachte. Danach wurde es lange ruhig um ähnliche Götterspiele. Es gab sie zwar immer mal wieder, aber so richtig erfolgreich war keins mehr, weswegen wir hier von einer richtigen Nische sprechen, die jetzt mit Demiurgos endlich wiederbelebt werden könnte. Demiurgos wird aktuell bei Tlön Industries in Argentinien entwickelt, die bereits mit Per Aspera bewiesen haben, dass sie im Strategiegenre ein grundsolides Spiel auf die Beine stellen können, indem sie euch den kompletten Mars bewohnbar machen ließen. So, und damit jetzt zum eigentlichen Spiel. Wir haben also diverse Götter mit unterschiedlichen Vorlieben, Stärken und Schwächen, von denen ihr euch einen vor einer Partie frei auswählen könnt. Poseidon kann beispielsweise seine Kräfte leichter in der Nähe von Ozeanen wirken, wohingegen Anubis sterbliche Seelen hortet und als Währung nutzt. Die Götter spielen eine Art Brettspiel im Weltraum, auf der menschliche Zivilisationen in der Bronzezeit simuliert werden. Spieltechnisch ist die Map daher kein runder Planet, sondern eine flache, runde Scheibe, mit der sich dann auch gut die Grenzen rundherum abstecken lassen. Seid ihr dann schlussendlich startklar, findet ihr auf der großen Karte eine Vielzahl von kleinen Stämmen aus der Bronzezeit vor, die noch etwas ziellos in kleinen Siedlungen leben. Habt euch dann für eines dieser Dörfchen entschieden, könnt ihr dort einen Priester erschaffen, der die Einheimischen dann zu eurem Glauben bekehrt. Zu Beginn seid ihr als Gott selbst noch etwas schwach und könnt nur rudimentär in die Simulation eingreifen. So könnt ihr beispielsweise eure Menschen segnen, um ihnen einen Motivationsboost zu verschaffen, oder ganz klassisch Ressourcen wie Bäume mit der bloßen Hand rausreißen und Richtung Siedlung schmeißen, um die Vorräte aufzustocken. Mit fortschreitendem Spiel schaltet ihr dann aber auch nach und nach neue Fähigkeiten wie das Befehligen von Menschen, deren Berufswahl oder die Gründung ganz neuer Städte frei. Hinzu kommen natürlich auch die genreüblichen Wunder wie Tornados, Erdbeben, Meteore oder Monster. Umso mehr Menschen an euch als Gott glauben, umso mehr Karma generiert ihr, was ihr wiederum für das Eingreifen benötigt. Je länger ihr spielt, umso mehr verbreitet sich eure Anbetung an euch, völlig unabhängig von dem, was ihr tut. Denn alles, was auf dem Spielfeld passiert, wird fortlaufend weiter simuliert. So ziehen die Menschen von alleine umher, nehmen neue Berufe an, werden Krieger oder Bauern und bekommen auch Kinder.
So wächst auch die zu Beginn noch kleine Siedlung schnell zur Stadt heran und beginnt sogar Kriege gegen andere Städte, um euer Reich kontinuierlich zu erweitern. Jedenfalls, wenn ihr als möglicher kriegstüchtiger Gott eure Einwohner so erzogen habt. Ihr könnt die Karte aber auch terraformen und so zum Beispiel einen Gebirgspass zwischen zwei feindliche Siedlungen leiten, die sich daraufhin erstmal nicht mehr erreichen können, oder ganze Gebirge versetzen, was dann auch ein bisschen zum Herumexperimentieren einladen soll, da die fortlaufende Simulation auf solche Eingriffe immer reagieren muss. Schlussendlich läuft es aber immer darauf hinaus, eure Mitspieler, also andere Götter, von der Karte zu fegen, indem ihr den Glauben an sie zerstört und sie so quasi machtlos macht. Eine Partie soll dabei maximal 8 Stunden betragen und dementsprechend zum ständigen Neustarten mit anderen Göttern, anderen Karten oder eben anderen Taktiken einladen. Da das natürlich auch nach einem Multiplayer-Modus nur so schreit, soll auf diesen auch das Hauptaugenmerk gelegt werden. Einen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, grob angepeilt ist wohl 2026, ihr könnt euch den Titel aber schon jetzt auf eurer Steam-Wishlist vormerken. Übrigens arbeitet man unter Hochdruck an einer Demo, welche, Zitat, eher früher als später erscheinen soll. Die Idee hinter Demiurgus klingt jedenfalls super spannend. Wenn das Gameplay später auch überzeugen kann und einen länger bei der Stange hält, könnte uns hier ein richtiger Kracher bevorstehen, der sich endlich mal was Neues traut und nicht den x-ten Age of Empires oder Anno-Klon unter die Spielerschaft mischen möchte. Von daher bleibe ich auch gerne für euch am Ball und werde wieder berichten, wenn wir mehr Gameplay zu Gesicht bekommen. Damit ihr das nicht verpasst, gerne ein Abo dalassen und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.